Ja, BABBY kennt ihr wahrscheinlich alle schon, oder? Können wir uns trotzdem kurz reinziehen. War geil. Lars? Guck mal, BABBY hat uns geschrieben. Hier, BABBY! Hier, aus Klicks, diese rappenden Kinder. Das hat 290 Klicks und das sind noch zu wenig. Innovativ meinen wir, nicht intuitiv natürlich. BABBY fucking represent. Flutet die Kommentarspalte und sagt, Alter, Hamburg calling, we want to be your Chromies, your Homies, your Posse, call us. Die wollen ein Feature mit uns machen. Die wollen, dass wir Teil von BABBY werden. What? Ja, Florentin, das ist ja der Hammer. Wollen wir gleich die erste Strophe machen, oder was? Ja, das geht's. Warte. Achso. Sag du doch. This is Hamburg calling, wir sind jetzt Teil von BABBY. Das ist Teenie, Weenie, ich bin der geilste Papi. Hauen und BABBY, unser freches Motto. Ein Feature mit uns ist wie ein Sechser im Lotto. Wir erraten die Klicks, das ist kein Witz. Mit der Undercover-Kamera gleich dir ins Gesicht. Wir schätzen den Preis, rappen so nice. Durch den Fischkartenfluch brechen alle durchs Eis. Seid leise, wenn die BABBY-Gang zu euch kommt, ihr bleibt für immer im Keller, wie mein Handykarton. Die 8, meine Glückszahl, doch ich sehe hier nur Nullen. Nenn mich Dealentin, verkaufe Senf in Ampullen. Wir sind 333 mal härter als die Keilerei von Isos. Legenden aus dem Greenscreen, wir zwei sind Fly, yo, Isso. Ehrenwort. Danke, Walla. Jetzt kommt nämlich erst noch dieser Frankenballer. Also ich bin der Frankenwaller, ist eine große Ehre, dass ich dabei sein kann, freue ich mich sehr und dann gleich im BABBY. Im BABBY? Das ist der Waller 2022. Hamburg BABBY. Servus. Ich bin so gespannt auf deren Part. Ja, der wird nicht kommen. Was? Ich warte seit Monaten auf eine Antwort. Die ignorieren mich auf Instagram. Guck. Was? Ja. Die haben uns verraten? Dieses Schwein. Okay, jetzt reicht's. Distrack? Distrack. Real Talk. Wir wurden nie krasser geghostet, jetzt ist BABBY getrennt. Wie Wasser und Moses. Dollars und Erfolg, all das hatten wir schon fast. Unsere Ziele waren größer als die von Elon Musk. Was ist los mit euch? Ihr haut euren Bros auf die Fresse und jetzt streiten wir uns wie Tic-Tac-Toe vor der Presse. Wir hatten einen Run, jetzt lauf ich besser mit Krücken, denn ihr hattet unsere Fans wie euer Messer im Rücken. Selbst schuld, denn unser Wert steigt jedes Jahr und euer Kurs sinkt wie im Musikseminar. Wir haben euch mehr verehrt. Oh, und euer Kurs sinkt wie im Musikseminar. Das gefällt mir. Hä? In der Rinder, ihr habt uns nur verarscht wie dieser Tinder-Schwindler. Bringt euch als Breitglas ins Schützen, ihr verliert die Balance. Waren eure 30 beim Kniffeln eine Riesenchance. Krank geballert, das letzte Wort hat heute dieser Frankenballer. Ja, traurig, Jungs. Ja, hat mich schon auf den BABBY gefreut, aber dann beim nächsten Mal eben. Servus. Stark. Top produziert auch. An der Stelle wirklich nochmal Respekt an Felix. Wie immer Hammer Beat auch da rausgehauen. Ich weiß es nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht auch bei der ein oder anderen, bei dem ein oder anderen Rhyme mitgeholfen hat. Hyper-realistic. My first serious race. Was ist das? About the inside, maybe. Das ist ein Spiel? Das ist eigentlich bei mir Still there. All right, guys. So welcome to a brand new series in a Soto course. So we've put together a bit of a custom championship of 12 races, which I've listed all the tracks down in the description for you guys, so you can check. Okay, warte, Moment, jetzt raff ich. Warte mal. Was davon ist echt und was davon ist aus dem Spiel? Oder ist es. Der hat doch gerade so mit dem Finger hat er doch so gezeigt, das war doch echt. Oder nicht? Check it out, but 12 races. Das Lenkrad und die Hände sind doch echt. Which I've listed all the tracks.
Aber was genau ist denn hier nicht echt? Das hier ist doch schon wieder nicht echt. Wie hat der das denn gemacht? Down in the description for you Oder ist das auch echt? Ist das alles echt? Ist das ganze Cockpit echt? guys so you can check it out. But Sitzt er in so einer Karosserie oder was? Der sitzt in so einer Karosserie und hat eine riesen Leinwand davor oder was? the aim here is to Das ist run you ja through wirklich this jetzt- series das ist ja and wirklich follow Endlevel. not only hopefully some exciting racing in the triple 65-inch 4K rig, but take you along for the journey and some of the lessons that I learn along the way, as well as I go from being a complete noob in ACC as I am right now to having a little bit more experience. So we're talking about things like car setup, how I've prepared the car for each race as I learn more about all that stuff. And yeah, just basically following the journey Das ist Assetto Corso. and hopefully getting as much Assetto- value out of these videos as we possibly Wie can heißt das nochmal? for you guys watching. So the format Hab ich for schon ein this paar is going to Mal gesehen. be Das sieht auch so krass 30-minute aus, practice das session Spiel. and 15-minute qualifying for each race. I'm not allowed any restarts or anything like that for the practice and qualifying, just to make sure that it's uniform for every single race. Some of the tracks I've got a lot of experience with, others not so much, and some I don't have any Aber die experience on Kamera at all. ist So that's all quasi going to auf play seinem Kopf drauf. Der in hat and eine be a GoPro factor auf as seinem well. Kopf, I've got to oder do all wie my das car setups and all that stuff within that time frame as well. So today we're going to be starting from 9th on the grid out of a field of 29 in the McLaren 720S GT3 and see what we can get done. I've got to say a big thank you to the sponsor of this video series as well, Acertech Sim Sports. We checked out their Invicta hydraulic pedals just recently on the channel and we're very impressed with them. We're going to be checking out the full retail version very soon as well, and they've got a great competition Das running on jetzt their hier mal website at los the oder moment. was? Oh, no confidence through there at all. Alter, sieht das echt aus. Ey, überlegt euch mal bitte, wie sowas in 20 Jahren aussieht oder in 30 Jahren. Wir werden es ja wahrscheinlich noch hoffentlich alle erleben, aber They're still bunching up a lot in those tighter turns, which means we're able to es ist einfach so krass, get a bit wie of a sich run on das them. alles entwickelt hat. Flasht mich jedes Mal. A little bit far back for a dive. Maybe I should Das have wird so gone geil, for wenn wir das auf der Switch 2 zocken. it. Okay, getting a bit more confidence in the rear now. Mich würde mal interessieren, hat der mal Bilder von seinem Setup? Hier. Hey guys, Will here. So today I wanted to run you through the hardware configuration Da that we're going to sieht be man das. Der using sitzt, for the der sitzt 2021 wirklich in so season einer of the Porsche Autoattrappe. Esports Super Cup All Stars. So we've been invited back again by Porsche. We had a lot of fun in the round that we Mit did der at the end of GoPro auf dem last Kopf. year. And yeah, decided to give it another go this time around. We've got a bunch of different rounds, different tracks this time around. Going to be spanning over the course of about 4 or 5 months, I think, this time. But what I wanted to do today is, run you through all the hardware we're going to be using. This is going to be the shot that we're going to be using for our streams. So we'll take you through the overlays, the GoPro view, the Hier zeigt er side auch view. alles. Guck in mal hier. previous videos. So they run at 144 hertz per panel. And they are all connected to the PC via DisplayPort as well. So we're not using HDMI adapters or anything like that. I know a few people have tried to do similar with TVs and run into issues running adapters. So that is how we're able to achieve this with no fuss and everything sort of just working. We are running at native 4K Das ist nur resolution here as hinten. well in Das ist nur die iRacing. We're Rücklehne. getting around sort of 100, 120 frames per second without too many issues, running a 3090 graphics card, which we just finished installing. Guck mal hier, der hat doch die Fernseher, hat er doch einfach nur so über Kreuz gemacht. Oder was ist das hier? Das ist ja nicht curved, oder? Das ist einfach hier nur so, da sieht man ja genau die Kante. The other day. We'll run you through the PC in just a moment as well. But yeah, that's the displays. And I suppose the other thing that you guys are wondering about is the bezel-free kit that we're running. So essentially what this is it's 2 of the Asus ROG bezel-free kits that I've kind Jetzt erklärt das, ein just double-sided Bezel. taped to the screen, and we'll run you through this in more detail in a Noch nie separate video gesehen later oder on, gehört. because this isn't finalized yet. This is very much just sort of using the things that I had available to me to sort of experiment with this and see if it was going to work, and then we'll finalize it later on. So we're going to try and source the lenticular panels ourselves to actually make a strip that's long enough that we don't have to have the joint in it. But as you can see, these take up pretty much the entire screen, so you can't use the standard mounting clips that come with those ROG kits. So yeah, we've had to be very selective with the double falls into place. So if you move around now,
with content creation in mind. So the position of the cameras and everything is quite intentional. But when the field of view is set up correctly, what kind of happens, and if Tom kind of comes in with the camera now, you'll find that as soon as you're actually in front of where the driver sits, everything just kind of falls into place. So if you move around now, you can see it kind of all just works. Everything kind of falls into place, and you can look all the way around you, all the way back to the seat bolsters, and everything is in perfect proportion. So it really is a 1-to-1 ratio when you're sitting in the cockpit, and from the camera angles that we've got set up as well. But yeah, as soon as you move back from that seating position, it does kind of throw things a little bit out of whack. And I know quite a few of you watching this video are probably going to be thinking, what the heck, it looks a little bit crazy. And it does look crazy from further back in the driving position. So I just wanted to touch on that as well for you guys. So just in terms of overlays here, we're running RaceLab, the SimLabs P1X cockpit sitting on top of it as well. We've done quite a bit of modification to that as well with the arms and bits and pieces. Da musst du aber schon Bock auf Rennspiele haben. Also so yeah, got the integrated LCD 3090, all EK water cooling products internally there, and we do have a detailed build log on this PC where we showed you exactly how all this went together. We even did a bunch of guides on how to build something like this yourself as well. So it's an 8086K processor running at 5 gigahertz on all cores, so it's overclocked. The 2080 Ti I'm running at default clocks again now because we don't really need to juice that up too much for the purpose Ja gut, of also encoding. auf jeden Fall nice. Danke für den Link. Wieder was gelernt, dass es sowas überhaupt gibt. Fabi Rommel, Fabi Rommel finde ich sehr, sehr lustig. Können wir uns gerne mal angucken. Du musst Fabi uns Rommel, eigentlich sehr, sehr gefallen. lustig. Dafür bin ich ja da. Das Dorf Talubu wird von einer Bestie heimgesucht. Lauf dorthin und erlege Halt, die. was? Lauf dorthin und erlege. Laufen, Alter. Siehst du, wie weit das ist? Gleich da hinten, hinter der großen Ah, Eiche. das täuscht, das sind locker 30 Kilometer. Aber, Alter, ich bin nicht so fit. Das ist ja fast ein Marathon, Mann. Ja, aber du erlegst ja Bestie. Ja, ich bin stark, aber ich bin kein Läufer. Hast du schon mal einen Marathonläufer mit meinem Körper gesehen? Ja, aber du... 28 Grad. Ich habe eine 20 Kilo Rüstung an und es ist hügelig hier. Also, was stellst du dir vor? Aber die hast du ja immer... Alter, ich habe 7 Schwerter, 3 Bögen und 624 Gegenstände im Inventar. Und damit soll ich jetzt einfach so 30 Kilometer laufen und dann noch eine Bestie erlegen am besten. Was ist los mit dir? Aber das Dorf braucht dich. Dann gib ein Pferd. Was? Du hast doch Pferde, gib mir eins. Pferde gibt es erst zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, dann wird die Bestie halt auch zum späteren Zeitpunkt erlegt, wenn das cool fürs Dorf ist. Nein. Selbst wenn ich laufe, was ich nicht mache, dann brauche ich ja locker 7 Stunden in dem Outfit. Chillt die Bestie so lang und greift niemand an? Oder wie funktioniert das? Ja, genau. Ja, also die Bestie greift erst an, wenn ich ankomme. Ja, sozusagen. Ja, dann komme ich am besten nicht an. Also es ist ja Win-Win. Nein, also Das macht Sinn, das ist ja Win-Win. Also, Ja. die Menschen sind in Gefahr, Alter. Was soll ich halt noch sagen? Aber nicht genug in Gefahr, um ein Pferd springen zu lassen. Ja, das hat ja nichts, also das mit dem Pferd ist ja, das hat ja was mit Levels zu tun. Nee, das hat was mit Respekt und Wertschätzung für Arbeitskräfte zu tun. Ach komm, du kriegst ja eine richtig gute Belohnung, wenn du die Bestie erlegst. Genau, töte die Bestie und es gibt Geld, aber niemand fragt sich, wie ich da hinkomme überhaupt und was ich da an Zeit investiere. Und ein Pferd ist anscheinend komplett unrealistisch aus irgendeinem Ich kann dir bis Level 25 kein Pferd geben, ist halt die Regel. Ach so, ja, okay. Und also du als mysteriöser Zauberer, der die Aufträge vergibt, du hast bestimmt überhaupt gar keinen Einfluss auf die Regeln. Nee, echt nicht. Okay, dann sag den Leuten, die die Regeln machen, dass sie jetzt halt einen neuen Bestientöter brauchen. Bist du jetzt schuld sein, dass die Menschen von der Bestie gefressen Ist jetzt werden? der schuld, der die Bestie nicht tötet, oder der 40 Pferde hat und kein einziges davon springen lässt, damit Ich lieb's. der Bestientöter zur Bestie kommt? Hi, yo, genau, hi, ich wollte nur kurz fragen, können wir dem Bestientöter ein Pferd geben? Level 14. Ja, ich weiß, ich kenne die Regeln, aber der weigert sich halt. Okay. Echt? Aber es geht doch erst ab Level 40. Okay, ja. Ja, ist okay, du machst die Regeln, ist mir... Jo, ich sag's ihm. Und du darfst einen Teleportstein benutzen, damit bist du in 20 Sekunden im Dorf. Und ich will 30 Goldmünzen mehr. Was? 30 mehr oder halt keine tote Bestie. Was? Nein. Okay, dann such dir einen anderen Bestientöter. Ich wette, es gibt richtig viele gerade, die auch noch Bock haben, hier deine 30 Kilometer zu laufen, nachdem sie aus irgendeinem Grund noch auf deinen Berg müssen. Ich war viel näher dran, bevor ich hier war. Was bringt es, dass du mir hier die Aufgabe gibst? Alter. Ja, ist okay. Das ist eh nicht mein Gold. Ich krieg einen gleichen Anteil, egal was passiert. Hier, nimm die Scheiße. Danke, schön mit dir Geschäfte zu machen. Den Typ kann ich sehr empfehlen. Ich habe den vor ein paar Monaten, habe ich den auf Instagram entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass der auch Videospiel-Content macht. Tatsächlich macht er viel so anderen Kram. Auch so ähnlich wie Varion halt auch. Aber halt so einen ganz eigenen
Stil und ich finde den tatsächlich sehr, sehr lustig. Hier, Fabi Rommel, muss man auf jeden Fall mal sich ein bisschen was angucken. Und das ist eigentlich so einfach, ne? Guck mal, hier hat er auch nur 3 Videos. Entschuldigung. Wieso hat er auf YouTube, warum stellt er, das raff ich nicht. Warum stellt er das nicht alles auf YouTube? Guck mal, der ist auch noch nicht so lange da. Hat schon 173.000. Ach so, der hat die bei den Shorts. Okay, einfach manchmal muss man einfach nur runterscrollen. Was kenne ich denn? Oder was ist denn ganz gut? Eigentlich ist bislang alles gut, was ich von dem gesehen habe. Machen wir mal hier Handytaschenlampe. Und dann sage ich zu ihm, ey, stress mich nicht an, ich mache 2 bis 3 Mal die Woche Bauch, Beine, Po und ich habe keine Angst, das auch einzusehen. Alter, mach mal dein Handylicht aus. Was? Ist das schon wieder an? Mach auf. Ja, aber so schlimm ist das ja jetzt nicht. Ah, meine Augen, Alter. Raus, Alter, es brennt anscheinend seine Augen weg. Shit, ich weiß gar nicht wie, ich halt's zum Dachfenster raus. Schaut mal. Meteorologen in Sorge. Satellitenbilder zeigen ein ungewöhnlich helles Leuchten über Europa. Alter, was? Experten für außerirdisches Leben befürchten, dass die Erde durch dieses grelle Leuchten zur Zielscheibe außerirdischer Angriffe werden könnte. Alter, mach das weg. Shit, hey. Mach das weg, Mann. Das Leuchten kommt und verschwindet in Intervallen, die Experten als Morsecode entziffert haben. Der Code bedeutet Aliens. Alter, warum sendest du denen sowas? Alter, als ob ich Morsecode kann. Ich habe doch keinen Plan mehr, was ich jetzt gerade machen soll. Kannst du mir nicht irgendwie Alter, ich hab's gerade ausbekommen. Was für eine Scheiße, Alter. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Ach so, stimmt, ja. Und dann sage ich zu ihm, ey, stress mich Jetzt nicht geht an. der Loop wieder Morgen los. ist Silvester. Wie feiern wir bei euch in der Kultur das neue Jahr? Habt ihr irgendwelche Bräuche oder so? Ja, also wir gehen in den Laden. Und dann kauft ihr Geschenke. Nee, halt so Sprengstoff. Was, Sprengstoff? Ja, Sprengstoff, also so Böller und so. Was sind Böller? Also das sieht so aus wie TNT, also so dieses Zeug, mit dem man Tunnels gesprengt hat früher. Und es funktioniert auch ziemlich genau wie TNT tatsächlich. Und das sprengen wir halt dann einfach so ein paar Stunden in die Luft. Okay, das ist eine sehr aggressive Tradition. Ja, schon. Und davor schauen wir meistens einen 60 Jahre alten Sketch und schmelzen so giftiges Metall ein. Was laberst du? Ja, wir schauen halt so einen alten Schwarz-Weiß-Sketch von einer 90-jährigen Frau, die Geburtstag hat und schmelzen dann Blei auf einem Löffel. Und wenn man den abkühlt, dann werden dann halt so richtig hässliche Figuren daraus. Also um ins neue Jahr zu feiern, schaut ihr erst einen alten Geburtstagssketch und dann schmilzt ihr aus irgendeinem Grund giftiges Metall auf und wenn ihr das überlebt habt, dann sprengt ihr TNT in die Luft für ein paar Stunden. Ja, genau. Also das ist ultra random. Ja, es ist geil. Ich freue mich, weil morgen ist Silvester. Ich muss noch ein paar andere Geschenke einpacken. Beeil dich, wir müssen los. Ja, das geht ja schnell. Ich meine, okay, das ist jetzt zu klein. Dann nimm doch das Stück. Das Riesenstück. Mach's so als Bonbon, das mache ich mit allem. Sieht das gut aus? Ja, sieht gut aus. Lass jetzt los. Weiß nicht. Warum packt man Geschenke eigentlich grundsätzlich ein? Keine Ahnung, ist schöner, überraschender, oder? Ja, schon, aber weißt du, du nimmst halt so eine von Profis designte Originalverpackung und wickelst die in so 1 Euro Papier ein, aber noch viel hässlicher, weil du es halt so voll verkackst. Ja, aber Alter, du hast doch gesagt Bonbon. Ja, aber ich wusste nicht, dass du so schlecht... Alter, was machst du jetzt? Ich habe gerade keinen Tesa mehr, aber das klebt ja auch. Aha. So, fertig. Wie findest du es? Ja, also es sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Also, wir können jetzt gehen. Man läuft doch jetzt gerade. Und ich muss noch das wichtigste Geschenk einpacken. Die Tickets für die Fabi Rommel Tour. Und, hast du noch einen Weihnachten? Ja, also könnt ihr euch mal geben, Fabi Rommel, guter Typ. Finde ich sehr lustig. Auf jeden Fall. Hat unfassbar viele Sachen. Ich kannte die gerade alle gar nicht. Der macht, glaube ich, jeden Tag ein Video oder was. Sein Stand-up kenne ich auch nicht tatsächlich. Kann ich nichts zu sagen. Aber es ist sehr, sehr lustig. The Greatest Feat in Dark Souls No Hit. Ja, okay. So, es gibt's halt Hello, you tausendfach. absolute legends. Hit by enemies isn't exactly a novel concept. In fact, it's essentially what players try to do anyway. We just don't succeed. We shy away from danger. We learn patterns and try to predict enemy behavior so that we can avoid their attacks. The basic human drive of self-preservation is still at work even when we play games. What most of us don't do, however, is make a conscious decision to practice a game for long enough to where we can actually do it. Completing a game without being hit has always been a symbol of mastery, and it's arguably an easier one to understand than something like speedrunning.
20 years ago when speedrunning was still coming into its own, I vividly remember reading comments like, "Sure, that's great, but try doing it without getting hit." It seems like many people valued perfection over speed. In GoldenEye specifically, speedrunners would compete in a side league called License to Kill. For a skilled player, merely beating the game untouched is far too easy, so to make things more difficult, we would increase enemy stats. Guards react quicker, have perfect accuracy, and will kill you in a single hit. Now this is a true challenge, and it would take years before someone would beat every level in this fashion, with the player Greg Watmore achieving this feat in late 2002. Most speedrunning communities of popular games have some kind of side challenge involving hitless or damageless runs. Some games even have this challenge built in, like the Golden Strawberries of Celeste, which can only be earned by completing an entire chapter without a single death. But nothing comes close in terms of both magnitude and insanity to the community centered around the Dark Souls franchise. The original Dark Souls was a phenomenon, and is cited as one of the greatest video games ever made. It is undoubtedly a classic, and is near perfect in every way. It is also extremely difficult, which frustrated the most casual of gamers, but served to make the game even more endearing to those looking for a challenge. The combat in Dark Souls is amazingly well crafted, and boss fights offer an experience that is both equal parts demanding, complex, frustrating, and fair. As long as you've attained the requisite amount of skill and knowledge, you can make pretty short work of them. The steep learning curve combined with a rewarding command over the game once proficiency is reached is one of the reasons it is seen as the pinnacle of game design. Naturally, being a game that is often touted as one of the most challenging mainstream entries ever made, players saw it as a great opportunity to prove their talents. For the years immediately preceding the game's release, the pinnacle of achievement was seen as no-death runs, getting through the entire game without dying a single time. But in 2013, two Japanese speedrunners, Otsunari and Ihel, would do something incredible. They would beat the game without taking any damage from enemies. As amazing as these runs were, they didn't seem to garner much attention from the gaming community, at least in the West. These early playthroughs were definitely ahead of their time, but aren't the kind of thing we would describe as no-hit using today's standards. For example, the use of magic was heavily abused in order to avoid direct confrontation. No! Oh my fuck! Oh mein Gott, er ist bis zum Lord of Cinder gekommen. Aber hier ist er schon ein Hit. Hier sehen wir ja schon, dass er gehittet wurde. Hä? Eight months later, he would be facing the final boss on Dark Souls 3, on the cusp of creating gaming history. After 9.5 hours of perfection, this happened. No! Oh my fucking god! No fucking way! No fucking way! No. One of the most infamous chokes in Dark Souls or even gaming history, it shows how unforgiving the games really are. With each extra game added to a no-hit marathon, things become exponentially more. Aber warum No-Hit? Er hat doch hier offensichtlich schon einen Hit abbekommen, oder sehe ich das falsch? Difficult. Not only Oder ist das hat er sich extra so runtergelevelt, dass er mit jedem Hit gleich tot wäre? Ach, Fall Damage. Okay, Fall Damage zählt dann sozusagen, okay, ich verstehe. Gewollter Fall Damage, damit er, okay, unter das Threshold fällt für mehr because the statistical likelihood of success diminishes greatly with each addition, but also. Und er hat Dark Souls 1, 2 und 3 durchgespielt, ohne getroffen zu werden. Hintereinander. Okay, das ist fucking insane, Alter. Das ist so krass krank. Oh mein Gott, ist das krank, wenn du dir vorstellst, was du alles wieder machen musst, wenn du irgendwie im dritten Teil getroffen bist, wie es ihm ja gerade passiert ist. Oh, das macht mich ganz wuschig, wenn ich da nur drüber nachdenke, ey. That these marathons take many hours to complete. By the end, players are physically and mentally exhausted. But even up to and including the final boss, a single mistake will cost you everything.
Thankfully, Hob wouldn't be deterred, and after another month of effort, on the 9th of March 2018, he would do this. Nein. Trilogy no hit run! We did it! Aber das ist doch Dark Souls 1, was er gerade spielt. 12 months! Moment, das ist doch jetzt nur Dark Souls 1, was er da spielt, oder sehe ich das falsch? Hä? Game in history! Dark Souls! Die Reihenfolge ist egal, okay. This was monumental, and wasn't just an important moment in the no-hit community, but also in the gaming community in general. The achievement was even heavily celebrated in the speedrunning community, which is when I personally first took notice of Dark Souls no-hit. With the trilogy completed, it seemed as if there was nowhere left to go, but as history ended up showing, the happy Hob disagreed. He immediately began Aber er darf leveln und so weiter, darf er alles, ja? Er darf nur nicht getroffen werden. work on not only Demon Souls, Dark Souls' predecessor, but Bloodborne as well. He would again attempt to do the unthinkable, beating 5 games in a row without being hit. The run is called Soulsborne, or the God Run, a monstrous marathon totaling 15 hours. Okay, jetzt ist es Bloodborne noch dazu. Dark Souls? Was ist... Hä? Das verstehe ich nicht. D2, D1, DS, D3? Ach, Demon Souls. Oh mein Gott. When runs take this long, the fails become even more painful. In early March of 2019, Hob would be on the 5th game of the God Run, and this happened. Ja gut. Das ist noch im Tutorial von Demon Souls. No! Na, zählt das? Zählt das? Er hat ihm nur auf den Fuß getreten. No! No, dude, no! No! Not the fucking Vanguard! This wasn't even on a particular Guck mal, der tritt ihm einfach nur auf den Fuß. Hier. Da. Tritt ihm einfach nur auf den Fuß. difficult boss, but Dark Souls no hit is extremely punishing, and runs can end at any moment. Hob's plan was to complete the run before the release of the next FromSoft game, Sekiro, scheduled for release in late March. Truthfully, it seemed like an impossible task, but on the 21st of March 2019, one day before release, Hob would do this. Hol ihn dir. Soulsborne no hit run! We did it! Aber hier hat er doch... Was ist hier unten? Links ist es rot. Was heißt das? Incest Brothers? Alter, der This Typ, ey. was it. The run to end all runs. 16 hours of perfect play. There was surely 16 nowhere to Stunden. go from here. Well, at least until the next day, when Sekiro was released. As stupidly difficult as the God Run was, Jetzt nimmt er auch Hob noch decided Sekiro that mit it's rein. Wobei ich glaube, dass Sekiro wahrscheinlich von all den Spielen am leichtesten ist, einen No-Hit-Run zu machen. Also leicht, in Anführungsstrichen. Leichter als die anderen. Weil das Spiel so gemacht ist, dass du halt alles blocken kannst, oder? Darfst nicht... Nee? Weil die Game-Mechanik bei Sekiro ist ja sowieso so, dass ein Hit dich fast tötet. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass man ja eh bei Sekiro versucht, nicht getroffen zu werden. Also noch weniger als... Still wasn't keine enough. Ahnung. He immediately began work with Sekiro, and once he had finished it with no hits, he would attempt to complete the sequel to the God Run, the God Run 2, 6 games back to back. In 2006, Moment, the er God darf auch Run nicht 2, blocken? 6 games back to back.
In 2016, the mere idea of completing a single game was almost unthinkable to most people, and when you look at the reactions of the gamers that were the first to do it, you can see how important it was. It's really crazy to think how far the community has come since those early days. The Happy Hob would work on the God Run 2, otherwise known as Soulsborne Kiro, for the next 1.5 years. The difficulty of these marathons had become so great that if you did decide to give them a go, you'd almost certainly need to dedicate months or even years. The Happy Hob had been the face of Dark Souls No-Hit. Vor allen Dingen, ich meine, er muss ja erstmal, wie viele hunderte Stunden musst du jedes einzelne Spiel, und dann kommt Sekiro neu raus, dann musst du ja Sekiro erstmal hunderte, wenn nicht tausende Stunden spielen, damit du das so perfekt beherrschst. Alter, das ist being the first to beat the original Dark Souls, der Typ the muss doch im trilogy, Guinness-Buch sein. and Soulsborne. It seems almost inevitable that he would be the one to first complete Soulsborne Kiro. But shockingly, this wouldn't be the case. On the 12th of October 2020, a relatively unknown streamer by the name of Dobby Summer would be the first. Moment. Aber der Typ ist einfach nur eine Anime-Figur? Soulsborne Kiro, no it's run! Moment, was ist denn? Welches Spiel? Nashandra? Wer ist denn nochmal Nashandra? Ist das Dark Souls 2? Ich erinnere, oder ist das auch von dem DLC? Ich erinnere mich nicht mehr an Nashandra. Soulsborne Kiro, no it's run! Ach, da oben rechts steht's ja. Der heult. A truly monumental achievement that surprisingly didn't really get any attention. Nonetheless, beating 6 games back to back to back without getting hit was... Moment, Nashandra? War Dark Souls 2, waren noch 2, die dich... Waren das nicht 2 Endbosse? Fuck, that's already one of the greatest feats in video game history. As I mentioned earlier, there are 2 directions no-hit runners can go in order to make things more challenging. They can make runs longer or implement restrictions to make them more difficult. By this point, we had essentially reached the end when it comes to games that one could reasonably add that made any sense. There were just no more similar FromSoft games. Now players were required to make things harder. And that's where we come to the challenge known as SL1. In Dark Souls, players collect souls, which are dropped by enemies or bosses and are also found as consumables. These souls can be used at bonfires to level up our character. Increasing our level enables us to raise our stats, which is important for multiple reasons. Many weapons require our dexterity stat to be at a particular level before we can equip them. Soul Level 1, or SL1 for short, is a category of no-hit that restricts players from ever leveling up their character. This impacts the run tremendously. As we just mentioned, weapons require dexterity, so players can only use weapons that don't do as much damage. This extends the length of almost every boss battle. But it's not just the length of time that makes it more difficult. Boss fights contain various phases that become progressively more difficult. For example, in Dark Souls 3, there is a boss called Dragon Slayer Armor. This fight has 2 distinct phases, and in the second phase, which begins when the armor gets to around 50% health, pilgrim butterflies from either side will begin raining down projectiles. So now you need to deal with both the armor and the projectiles, making it significantly more complex. However, in unrestricted no-hit runs, once the boss gets to around half health, players can execute an attack combination that basically ends the fight immediately, skipping the second phase. They can do this because the weapon they are able to equip outputs a sufficient amount of damage. SL1 players don't do enough damage for this combination to work, so they are forced to deal with both phases. And it's not just damage. Players can't even raise their endurance, meaning that their stamina bar never increases. Every attack, roll, and sprint costs stamina, meaning that the choice of action players can take are limited as well.
But by far, the game that is impacted the most is Dark Souls 2. In the second installment, not only are we limited in the ways I just mentioned, but the amount of invincibility frames we get when rolling is directly tied to our stats. At level 1, our iframes last only a quarter of a second. This is half of what we get in other games. To appreciate just how much more difficult Dark Souls 2 is for SL1, we only have to look at how long it took for someone to finally beat it. Dark Souls 3 SL1 was beaten in 2016 by Squilla Killer. Dark Souls 2 SL1 wouldn't be beaten until January of 2019, accomplished by the Papa Finn. This was only 2 months before the Happy Hob beat 5 games back to back without the level restriction. Amazingly though, even with the insane difficulty of Dark Souls 2, players did get to work on beating all 3 Dark Souls games back to back at level 1. On the 4th of October 2019, legendary no-hit runner Squilla Killer was on the perfect run. He had beaten Dark Souls 1, Dark Souls 2, the most difficult of the 3, and was now on the final boss of the 3rd game. The Lord of Cinder is the perfect boss fight to end a marathon on. The battle is extremely complex and has many different stages. It's an amazing showcase of every skill a no-hit runner needs to possess. Everything is intentional, even down to which direction the player rolls when avoiding attacks. You need to know when you can and can't attack, and you need to know when you should keep your distance or going close. In standard no-hit runs, this fight lasts around 3 minutes, but in SL1, it takes 7 or 8 minutes, more than twice the length. And there is no downtime in this fight. It's action the entire way through. Oh, das ist immer dieser Moment, ne? Oh my god. Oh my god. Oh my god, man. Man. Also No-Hit Souls Level 1, sehe ich das, Soul Level 1, sehe ich das jetzt richtig? After 7 hours of intense gameplay, Squilla Killer managed to close it out and make it to the end. Das ist ja völlig Beating insane. the Dark Souls trilogy without being hit and without leveling is an amazing achievement, arguably as challenging or even more so than the Soulsborne run of 5 games performed earlier that same year. But of course, the story doesn't end here. And if you've been paying attention, you probably know where this is going. After almost a year of working on each game individually, the gamer Dinos Hindgil decided to take on the most difficult challenge yet. He would attempt to complete the God Run, 5 games back to back without leveling his character. To even consider attempting this kind of run is a testament to how far the community had come. While the individual tends to get all of the credit when a run is performed, the only reason these insane feats are even possible is because of the years of research, theory crafting, and dedication of many runners who devote their time to creating new strategies. But at the end of the day, someone has to be the one to actually do it. And that man was Dinos Hindgil. In 2021, he began daily attempts, and shockingly, it wouldn't take long before he would get some runs. And before I show you some clips, I just want to point out that during these marathon runs, you can play the games in whichever order you like. Switching the order around not only reduces boredom, but also allows runners to remain fresh on each game. On the 17th of January, he would be on Game 4, Bloodborne, and this would happen. Oh. I knew it. I fucking knew it. There was damage missing. I missed one hit on the lag. He would get another run to Game 4 on the 2nd of February, this time Dark Souls 2. Oh, can I actually pass through these guys now? I can't. Dude, February 12th, again he was on Game 4. Aber das muss er doch dann eigentlich wissen, wenn er so einen Run macht, oder? Der kann doch nicht. Der muss das Spiel doch eigentlich in- und auswendig kennen. Dude, what the fuck? What the fuck? This is not. Dude, I thought. Übrigens auch nett hier die Namen. Oiling, The Dargo, Old Enemy, okay, BSB.
Snack Forest, Nazgul, gegen die kämpft er gerade, Rom-Com, Chunk City, Reborn, Blubby School, Nightmare, Mikulash Cage, White Nurse. On March 11th, he would reach Game 5 for the first time. He was over halfway through Demon Souls, and this would happen. Was? Nein! No way. No fucking way! I threw a million skulls! In what universe would he fucking shoot at me? Oh, das kann man sich ja kaum angucken. This run shows that it's not just bosses where runs could end. Even regular mobs pose a massive threat. On March 18th, Dino would get another chance. Again, reaching Game 5. This time it was Dark Souls 3. In my opinion, the perfect finisher. He had reached the Lord of Cinder, the game's final boss. After 15 hours of play, and on the cusp of creating Dark Souls history, he still needed to play the 8-minute fight to perfection. Suffering from fatigue and under extreme... Was? Wo ist der Sound hin? Jetzt ist der Sound weg? Sprint costs stamina, but also allows runners to remain fresh on each game. Okay, ist aber im Video. Hä? Aber er schafft's, wie wir hier sehen. Oh mein Gott, guck mal, er bricht in Tränen aus. Ich kann's verstehen, Alter. Ich bin in Tränen ausgebrochen, einfach nur, weil ich zum 16. Mal verloren habe. Oh, wie süß, ey. Ist das die Freundin? Oh mein Gott, er ist richtig fertig. Oh mein Gott. Den God Run. Soul Level 1. Demon Souls, Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 hintereinander am Stück, ohne getroffen zu werden mit Soul Level 1. Okay, das ist so insane, dass ich das immer noch nicht glauben kann, obwohl ich es mit meinen eigenen Augen gerade sehe. Honestly makes me emotional every single time I watch it. Dino managed to beat Bloodborne, Demon Souls, Dark Souls 2, and Dark Souls 3 back to back without being hit a single time and without increasing his character a single level. Truly one of the greatest achievements in video game history. The question now is, will this ever be taken further? And if so, who will be the one to do it? Elden Ring, the next FromSoft game, is set to come out in 2022, and not only will there be a race to be the first to complete it without being hit, but eyes are also on the grand prize of a 7-game back-to-back hitless run. One thing is for sure, it doesn't look like the madness will end anytime soon. And considering how far Dark Souls players have pushed the game in the last 5 years, I know that whatever happens will probably blow my mind. Ist das von dem Typen erst vor einem Monat? Der hat so wenig Klicks für diese Geschichte? Das kann doch nicht sein. Also hier oben hat er Sekiro, Elden Ring, Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 und Bloodborne. Ich würde erklären, warum er sich für diese Reihenfolge entscheidet. Okay, da wird er wirklich wahnsinnig. Das ist ein Deutscher? Ja! Dinos sind geil. Bushido
you today, baby. Oh my god, the LARPing contest. Let's go. Let's fucking go, dude. What is happening? What is happening? Was geht jetzt ab? Wait, what is happening? Dino. What the fuck? He's talking to me. We have brought great honor to the no-hit community. Thank you, Hop. Thank you very much. We are proud. Thank you. I'm flattered. What are you doing up there? I love you. Thank you. I love you too, Hop. I wouldn't do the things I do without you, of course. Thank you for... Are you driving away again? Are you driving away? What are you doing? Is he driving away? Is he staying there now? What is happening? Oh, he's driving away. Oh my god, guys, we did it, baby! Soul Sporting Hero Ring, no hit run! Ja, geil. Geiler Typ auf jeden Fall. Richtig krass, ey.